Good morning. Guten Morgen. Look, it is so important to keep pace with the Lord. Es ist so wichtig, mit dem Herrn Schritt zu halten. I've learned something, thank God, when I was young. Ich habe Gott sei Dank etwas vom Herrn gelernt, als ich jung war. I don't think I was 20 years old yet. Ich weiß nicht, ob ich schon 20 Jahre alt war. And the Lord really spoke to my heart through a sermon that somebody preached. Der Herr sprach durch eine Predigt zu meinem Herzen. And the moment this touched my heart, I decided that I will embrace this and apply it. In dem Moment, als dies mein Herz berührte, entschied ich, dass ich das umarmen und anwenden will. And here's what this preacher said. Dieser Prediger sagte Folgendes. He said that you can know the will and the purpose of God Du kannst den Willen und den Zweck Gottes kennen and miss the timing of God, und das Timing Gottes versäumen. and this is going to make your life very, very complicated. Und dadurch wird dein Leben sehr kompliziert werden. And he told a story of his own life, Und dann erzählte er eine Geschichte aus seinem Leben. how he suffered such terrible consequences because he heard the right thing from the God, but he got the wrong time. Er litt unter schlimmen Konsequenzen, weil er das Richtige von Gott hörte, aber er hatte die falsche Zeit. He was a great mentor of mine, this preacher. Dieser Prediger war ein großartiger Mentor von His mir. name was Dr. John Stets. Sein Name war Dr. John Stets. He's the guy who went to South Korea to be missionary in Seoul, and then Yonggi Cho graduated from his Bible school. Das ist der Mann, der nach Südkorea ging, um in Seoul Missionar zu sein, und dann schloss Yonggi Cho bei ihm die Bibelschule ab. And as he preached this message, Und als er diese Botschaft predigte, you know, it just hit me in my heart. hat es mich einfach in meinem Herzen getroffen. And I said this, Und ich sagte Folgendes. I'm going to learn from this guy's mistake. Ich werde vom Fehler dieses Mannes lernen. And my whole life, I've always desired to make sure that I keep pace with the Lord. Mein ganzes Leben lang habe ich mir immer gewünscht, sicherzugehen, dass ich mit dem Herrn Schritt halte. It's funny that people try to find out what God is saying, you know, the will of the Lord or the purpose of God. Es ist komisch, dass Menschen versuchen herauszufinden, was Gott sagt, was sein Wille ist, was sein Zweck ist. But they pay little attention to the timing of God. Aber sie achten nicht so sehr auf das Timing Gottes. If you run ahead of God, you transition before the time you need to transition. Wenn du Gott vorausläufst, dann veränderst du dich schon, bevor es eigentlich Zeit dafür ist. But if you're behind the timing of God, God has already transitioned and you're left behind. Aber wenn du hinter Gottes Zeitpunkt liegst, dann ist Gott bereits weiter und du bist zurückgeblieben. That is one of the keys that you need to learn. Das ist einer der Schlüssel, den du lernen musst. Walk step in step with the timing of the Lord. Geh Schritt für Schritt im Timing Gottes. Look, in the Old Testament, it was like this. Im Alten Testament war es folgendermaßen. The people were led by the cloud. Menschen wurden von der Wolke geleitet. Of course, the Bible tells us that the cloud that followed them was Christ. Natürlich erklärt uns die Bibel, dass die Wolke, der sie folgten, Christus war. So what happened? Was geschah? When the cloud moved, the people had to pack up the bags and move. Wenn sich die Wolke bewegte, mussten die Menschen ihre Sachen packen und sich auch bewegen. But when the cloud didn't move, they had to stay in camp until the cloud moved. Wenn sich die Wolke nicht bewegte, mussten sie bleiben, bis sie sich wieder bewegte. This is one of the important keys regarding transition. Das ist einer der wichtigen Schlüssel hinsichtlich Veränderung. Don't just find out where God wants you to transition to, Finde nicht nur heraus, wohin Gott möchte, dass du dich veränderst, but carefully walk with Him and find out when He is transitioning. sondern gehe vorsichtig mit ihm weiter und finde heraus, wann er das möchte. Do you know what I recently said? Weißt du, was ich kürzlich sagte? I said in most of the meetings that I have been to, Ich sagte in den meisten Treffen, wo ich war, if the Holy Spirit would be removed from the earth, the people wouldn't even notice. hätten die Menschen nicht gemerkt, wenn der Heilige Geist von der Erde weggegangen wäre. Reinhard, how can you say this? Reinhard, wie kannst du so etwas sagen? Well, because everything is so perfectly programmed, you don't need the Holy Spirit anymore. Weil alles so genau programmiert ist, dass du den Heiligen Geist gar nicht mehr brauchst. We know exactly what happens. Wir wissen ganz genau, was passiert. You go to the meeting, somebody says a little greeting. Wir gehen in die Versammlung, jemand spricht eine kleine Begrüßung. Then we sing a few songs. Dann singen wir ein paar Lieder. Then we all sit down again. Dann setzen wir uns wieder. Then we hear a few words about the offering. Dann hören wir ein paar Worte über das Opfer. Then we put them in the box. Dann legen wir unser Geld in den Korb. Then we hear a sermon. Some are good, some are not so good. Dann hören wir Predigten, manche sind gut, andere weniger. Then we sing another song. Dann singen wir noch ein
ein Lied. We all hug each other and go goodbye. Dann umarmen und verabschieden wir uns und tschüss. You know, what's happening is that the Holy Spirit is not even involved in the meeting. Der Heilige Geist ist nicht einmal im Treffen involviert. And this is a very dangerous thing because it can become a lifestyle of us. Das ist sehr gefährlich, weil es ein Lebensstil von uns werden kann. So if our lifestyle is becoming a lifestyle where everything is perfectly programmed, Wenn unser Lebensstil so ist, dass alles perfekt programmiert ist, the Holy Spirit might have already been moving on and we don't even perceive it. könnte der Heilige Geist schon weitergegangen sein und wir haben es nicht einmal gemerkt. Or because our program is so stiff and so perfect, we are moving and the Holy Spirit is somewhere else. Oder weil unser Programm so steif und perfekt ist, bewegen wir uns und der Heilige Geist ist ganz woanders. Jesus said this, Jesus sagt dies. those who are of the Spirit are just like the wind. Die des Geistes sind wie der Wind. You know that it's blowing, but you don't know where it's coming from and where it's going. Man weiß, dass er weht, aber man weiß nicht, wo er herkommt und wo er hingeht. You see, there is this beautiful unpredictability with the Holy Spirit. Weißt du, da ist dieses Schöne, Unvorhersehbare des Heiligen Geistes. And if we want to learn to transition successfully, we have to live close to the Holy Spirit. Und wenn wir lernen wollen, Veränderungen erfolgreich zu meistern, müssen wir lernen, ganz eng mit dem Heiligen Geist zu leben. He will lead us into all the truth. He will tell us when it's time to transition and when it's time to just sit still. Er führt uns in die ganze Wahrheit. Er sagt, wenn die Zeit der Veränderung ist und wenn es Zeit ist, ganz einfach still sitzen zu bleiben. You know, and this is important. I'll tell you why. Das ist sehr wichtig. Ich sage dir warum. Because we will not be Christians who will react. We will be Christians who act. Weil wir nicht Christen sein wollen, die reagieren, sondern Christen, die agieren. If we react, anybody can throw a little problem into our life and it already throws us out. Wenn wir reagieren, kann irgendjemand ein kleines Problem in unser Leben werfen und wir geraten aus der Bahn. But if we simply look at the cloud and say, where is the cloud moving and when is the cloud moving, we will learn to transition well. Wenn wir einfach auf die Wolke schauen und sagen, wohin bewegt sie sich, wann bewegt sie sich, lernen wir, wie wir uns gut verändern. And this has to become the desire of our heart, especially for these coming years. Das muss der Herzenswunsch von uns werden, besonders für die kommenden Jahre. Tomorrow we continue. Morgen geht's weiter.